Morning. Ich freue mich hier wieder von dir und mit dir top zu sein. Wir alle haben, glaube ich, Schein geschlafen. Und dann gibt es so ein Lied, was nicht so Schein kann. Und danach, wie haben wir das so? Wir schlafen so und wir sind einfach so und vergessen, für uns von, dass wir dankbar sind. Ich war sehr vielmals dankbar, weil ich mir eine Nacht nicht schlafen konnte, dass ich eine Gelegenheit habe, zu denken und zu planen und was immer. Aber anyway, von der uns sind wir hier wieder top. Wir sind dort top gekommen, weil wir hören, was Gott uns lehren will. Und wenn wir denken an Gott, will uns was lehren. Weil wir wissen, unsere Lehrer in der Schule haben uns Verschiedenes gelehrt. Und alle Dinge haben wir alle behalten. Und dann über dem sind wir abgewaschen. Und vielleicht alle von uns haben lange in uns Leben haben selbst entschieden und haben uns nicht von Gott lehren lassen. Und auf einmal dann waren wir an, oh, das schafft er nicht. Im Leben müssen doch Ändernissen passieren. Und dann wollen wir uns von Gott lehren lassen. Und von der uns selber war das gekommen, für eine Gelegenheit uns von Gott lehren lassen. Aber durch uns Leben, wenn wir dann denken, dann wir wollen von Gott uns lehren lassen. Und wir haben alle verschiedene Dinge, wo wir mit schaffen, was uns stressvoll merken und was uns schein gehen und verschiedene haben im Leben. Aber danach, yes, wir wollen uns von Gott lehren lassen. Und der wird uns Leben irgendwo ändern, der wird uns Leben beändern, um einen Weg zu leben. Aber was der dort, wenn Gott uns lehren wird? So, wir sind alle gleich einmal bei dem Punkt gemacht, dass selbst das schafft es nicht, wenn es von dieser Erde weggeht, dass das war nicht Gott begegnen, ich war probably in der Hall landen. Und dort will keiner von uns, so wir mögen Entscheidung, wir wollen Jesus nur folgen. Und dann sind wir auch bereit, uns immer weiter von ihm lernen lassen. Ich will von dir mit einer Geschichte anfangen. Und ich glaube, so geht uns dort vielmals in uns Leben. Du ein Mann, er ging rum in Prager. Er hat doch nicht Arbeit, das beschriftet nicht. Aber er ging rum in Prager, von einer Stadt in eine andere Stadt. Und er vertelt immer seine Sache, wo das geht und wo schwer es ist und wo das alles ist. Und dass wir nicht können, ein bisschen mehr haben. Und viele Leute geben dann. Und er stoppt das alle in eine Sache nehmen. Und so jeden Abend, das ist bald rein, dass die Haus warten. Dann sagt er, oh, das kommt noch ein fertig. Oh, das sieht noch so, dass man ein sehr wohlhabender Mann sein. Oh, es ist nur, der kommt, oh, das sogar die Kenning vom Land. Und jeder Hahn hält den Wehren an, und was er den noch freuen, und dann wird er vielleicht genug haben für den da. Und euer die Wehren gehen stillhalten, und euer hat könnt anfangen mitzuteilen, was am geht, halt der Kenning die Hand rührt, was kostet mir geben. Dann wird er bestürzt. Was? Ich soll was geben? Ich sage gedacht, der wird der Prager geben. Ich soll was geben. Und gerabelt damit, hey, voet in zijn zaad nemen en neemt dat in je oor en jeft dat in je oor. De kenning neemt den, jeft hem de trei. En dan heeft de man te huis gaan, dan even wat nu te denken. Thuis is een zaak, laat ik schadden dat, en op eenmaal zit er dat. Oh, dit is een andere kernkoerenman. En bekijkt er een andere, en is dat een goldene beet, een beet gold heeft de kenning aangegeven. En dan zegt hij, man, ik zeg nog dan, Joas, ik had je zullen kenning, dat alle geven, en dan had hij me vielleicht nog meer gegeven. En wat ik met dit wil zeggen, wir sind manchmal so sparsam mit uns zu Gott geben, oder dort, was wir geben können, zu geben, damit Gott uns segnen kann. Das Mann, er gibt dann ein Ohr, in der Stadt, da muss er ein Kilo Fleisch, eine Schnüdeln, irgendwas mit Vorder gegeben, dann gibt er ein Ohr, das wird das Billigste, was er da hat. Und ich glaube, wenn wir wollen von Gott lernen und würden randrehen und denken, wofür hat Gott uns gegeben, wofür wird es uns Gott,
da würde ich, glaube ich, alle bei uns manchmal der Leinchen und sagen, oh man, ich habe really nicht dort gegeben, was ich würde kennen geben. Und nu werden wir nicht bloß denken an Geld oder an Fleisch oder Nudeln oder whatever, aber de Gaven, was Gott uns gegeben hat. Wieviel von die geben wir am Trei, dass uns an dort sehen kann? Wir haben uns korrekte Gaven gegeben, wo wir uns mit verstehen können. Wir haben uns gar nicht andere gegeben. Haben wir nur unseren Körper nur gegeben, so wie ihr merkt sind. So, und dann, und dort hat mir ein Vers zu lesen, in Lukas 12. Kapitel, Vers 34, sagt es, wils wo je Schatz ist, wat je Hart sein. Das ist von der Botschaft, wo wir uns wel ein bisschen anlassen. Wils wo je Schatz ist, wat je Hart auch sein. So, dann können wir uns fragen, wo ist uns Hart? Weil das Hart, als du weißt, das ist something, was uns sehr hoch steht. Ist das so, was Gott, bei Gott auch hoch steht, oder wo ist das? Und so, ich habe wieder gehen, weil wir uns nach Gott nehmen zum Beten. Vor den Himmel, wir kommen verdienen und wir danken dir für diese Gelegenheit, hier von dir, um was zu sein. Wir danken dir für uns kennen und dein Wort anlassen. Und wir fragen, dass du uns Gott was aufmerken, dass wir verstehen können, was du von uns weißt. Und dort, was wir hier lernen, dass wir das können anwenden, dass auch andere können gesehen werden, und dass du die Ehe kriegen kannst, das ist mein Verlangen. Schenk uns dass wir können, wenn wir von hier gehen, so sein, dass andere Menschen wollen, das Gleiche, dass dich bei uns gemacht sind. Nicht in den Sinn, dass wir so gut sind, aber in den Sinn, dass du an uns leben lässt, Herr Jesus. Amen. Wir wollen uns 5 Vieren ein bisschen bekijken. Ich habe von all den Schriftstellen, wo die Band sind. Aber wir wollen uns 5 Vieren ein bisschen bekijken. Das erste hatte in das Vers, und das sagt ein Schatz. Ein Schatz ist something, was wir gleichen. Wenn wir denken an, als wir jung waren und dachten an Befreien und an unseren Partner gefangen hatten, dass wir bloß, das passt, dass wir bloß, nu fängt das Leben mal richtig an. Ein Tag begegnen wir Jesus und oh, das ist noch ein wichtiger Schatz. Und das steht bei uns so hoch angeschrieben, als das soll sein, dass das Leben kann, nur sehen will, nur gehen. Das zweite Wort ist ein Bürgerreich. Wir haben ein Reich. Wir sind Bürger, Citizens. Wenn wir reden von, wir haben knarische Citizens, oh, dann weit wir, dann sind wir tüß, dann haben wir ein Passport mehr, und dann sind wir tüß, der Government in der Stadt uns und Haupt uns, und wir können alle Dinge tun, wer dort nicht hat, der kann viel weniger tun. So, wir haben ein Bürgerreich im Himmel, nur wo wir von lesen, und dann das dritte Wort ist losgekauft. Wir sind von dem Leben losgekauft, und im Himmel ein Bürgerreich zu haben. Und dort ist ein Aufgabe, das vierte Wort, das beschreibt als ein Aufgabe, was wir kriegen wollen, oder wir kriegen haben, und dann die Gerechtigkeit, was darin glauben kann. Gerechtigkeit. So, 5 Vieren. Und da fangen wir alle an der Schrift mit mehr Vieren abgeflochten, und wir werden uns mal gucken, was wir lernen können. Wenn Jesus sagt, wo uns Schatz ist, wird uns Hort auch sein. So, das meint, dort wird uns das Wichtigste ist, oder wo wir das dollste streben, dann dort, wo wir die meiste Zeit wollen festspenden. Und so, wenn wir denken, wir wollen uns von Gott lernen, rechte Entscheidungen zu treffen, dann soll Gott uns Nummer 1 Schatz sein, oder all unsere Bemühungen soll nur Gott gerecht sein. Damit haben wir nicht alle Arbeit interessiert sein, und nur ist das Einzige. Das ist nicht, was es meint. Wir brauchen zu schaffen, dass wir uns Brot verdienen können. Wir brauchen das, aber das soll alle an so eine Weise tun werden, dass Gott geehrt wird dadurch. Kolosser, 2. Kapitel. In Kolosser, der 2. Kapitel, der erste Vers sagt, die ersten 2 Versen, die beschreiben bloß ein bisschen, was Paulus sein Verlangen ist. Und dann der 3. Vers, das war von des Schatz. Aber wir wollen es doch mal lesen.
Ich möchte ihn weiterlassen, was sehr ein Kampf in mir anstrengend verjüngt. Und für die in Laodicea und für all die, die mich noch nicht gesehen haben. Okay? Paulus beschreibt sich hier mit und sagt, das ist mein Goal. Ich mag, dass die Menschen gehalten werden. Ich mag, dass die Menschen geraten werden. Das ist mein Verlangen, dass die Gott kennenlernen. Und in Vers 2 sagt er, mir ist es daran zu tun, dass die von Herzen mutig sind. Oh, mutig sind. Okay, nu kijken we terug. We haben gerade ein Jahr waar durchgeleefd, alle, 2018. Und wenn wir das Jahr so betrachten und uns betrachten, dann wo sind wir gewesen durch das Jahr? Wir haben mutige positive Menschen oder wir haben unmutige negative Menschen. Wenn wir mit anderen Menschen reden, dann werden die abgebüht oder werden die noch bloß mit unser Los schwer. Wir werden wieder lesen. Ik wil nog eenmaal van ver ontvangen. Mir ist es daran zu tun, dass die von Herzen mutig waren und dass die untereinander einig in Gott sind. Ich möchte auch, dass die in ihrer Erkenntnis wachsen und fast waren in Gott sein Geheimnis, dass das Christus immer besser verstehen lernen. So, der Schatz ist Christus. Uns Schatz ist in Christus. Das war der dritte Vers sein. Gott. En de vangt is dit, en God zijn ganze Schatz van wijsheid, licht, nee, van wijsheid en erkenntnis, licht in Christus. Ik weet, ik kan pas in de treehaak van dezelfde vers gereed, maar daarom dat ik, waar de aankijken, dan op eenmaal zeg ik, dat is niet ons Schatz, dat is God zijn Schatz van wijsheid en van erkenntnis, en wo is die? Das sagt der Licht in Christus. Wenn wir Jesus Christus haben, dann ist es, dass wir diese Weisheit verstehen können. Dann wo wir erkennen können, was die Weisheit ist, wo Gott von reden wird. Und das sagt, dass Gott sein ganzer Schatz, der Licht in Christus. Und wir alle wollen von diesem Schatz was haben. Uns alle ist ein Verlangen, dass wir diesen Schatz besser verstehen können, was unser Abgehen ist. Dann, wenn wir denken, wir sind fleischlich und haben fleischliche Verlangen und uns gankert alle Hand. Und mit ein von dit, wenn wir dann some Dinge von dort entscheiden haben zu tun, ab irgendwo wir an, oh, well, das ist jetzt gar nicht so interessant, als ich dachte, das würde sein. Das ist gar nicht so wertvoll, als ich mich vorgestellt habe, das würde sein. Weil das ging nur mein Willen noch. So, und wenn wir das Schatz von Weisheit sehen, dann müssen wir nur Jesus Christus gehen, wie es sagt, du bist als Gott sein Schatz, was er uns geben will und gegeben hat, wo wir wieder annehmen. Vers 4. Das sei ich, dass ihr nicht durch anscheinend vernünftige Reden verleiten lassen. Oh. So, wir können diesen Schatz haben in Christus. Aber dann kann es passieren, dass some Menschen uns kommen, Dinge zu reden, dass wir uns lassen, davon wegleiten. Und Paulus sagt, tu das nicht. Tu das nicht. Lass uns nicht von irgendeinem wir von diesem Schatz wegleiten. Das sagt, das scheint vielleicht nur sehr vernünftige Schmacke reden. Aber das kann uns da wegleiten. So sei wir uns sicher, dass das Jesus, den wir angehören, dass dort uns ganzer Schatz ist. Ist dort uns Ziel und uns Leben? Vers 5. Wenn ich persönlich nicht durchsehe, jetzt sehe ich doch durch ein Fremde zu jener Ordnung, in der die feststehen im Glauben an Christus. So Paulus sagt hier, er ist nicht durch mit der Gruppe Menschen der Taub. Wir wollen er ist nicht hier von der mit uns taub. Aber er sagt, ein Ding, was er gehört hat, die Ordnung, was die in jener Gruppe haben, dort bewegt mich dankbar und froh zu sein. Dort gibt mir eine Freude zu hören, dass die sind anständig, die stehen fast, die lassen sich nicht bewegen, aber jetzt fährt das sehr, ich wünsche, dass die nicht würden verleiden lassen. So, das meint, da waren some Versicherungen sein gewesen, wo sie haben muss abstehen und sagen, no, das ist nicht, wo wir wollen mitgehen.
Weißt du, woran wird das sein? Sie sollen sich nicht verleiten lassen. Und dann heran sagt er, ich freue mich für eine Ordnung und dass die so feststehen im Glauben. So das meint, das sind Versicherungen gewesen, wo sie sind, non gerannt waren. Und dort geht mich von der und kriegst für uns alle. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Dinge, was wir können tun, dass die Zeitspanne mit Gott manchmal sehr wenig wird. Excuse me. Und so, ich wünsche, dass wir können von dir sein, dass andere würden können sagen, der steht fest in seinem Glauben. Der lässt sich nicht bewegen. Mir fällt bei, ich weiß nicht, ob die Geschichte hier vertalt, aber ein Mormon Jung, was als Mormon-Missionar rückgeht, den ist auf einmal so, bei denen ein Prediger, du wirst einmal Tidsbären, und dem muss sein Glauben, der Mormon zu merken. Und das Prediger ist ein weiser Mann, und er lässt Jan utreden, und fordert sogar Rüt, was er wirklich glaubt und all das. Und er gleich kurz den seiner Schwab beantworten. Aber Jana, der kann wahren, das junge Missionar, der kann wahren. Und auf einmal dann ist er betur, ich habe euch so viel, als du verhauptet hast. So, und das soll bei uns immer klar sein, dass wir sind nicht von dem, was das erste wollen, alles sein, was wir glauben, erwarten, aber wir sind von dem, was du horchen und versuchen aufzumerken, dass wir in Wahrheit an den Menschen erhorten anfangen. Nicht wegen uns, nicht wie es wir Gott sind, aber wie es wie Jesus haben. Und du hast die ganze Schatz, wird auch den Jahren, wird frei merken, so aus der unserer frei merken. So, das junge Mann, als Mormon-Missionar, ab ein von seinen 2 Jahren von Dienst, wird er von dem Mormon ausgeschlossen, weil er hat Jesus angenommen. Das Prediger, der hat ein Gott seine Weisheit, könnte rechte wieder im Hort leiden. Und das wird uns soll immer wahre anlegen. Du hast bloß ein Gott, du hast bloß ein Jesus Christus, was er raten hat. Und dass wir das wollen, ab eine Wahrheit tun, dass Menschen wollen gehalten werden. Und wie du vorstehen. Vers 6. So als die den Herrn Jesus Christus angenommen haben, du nur lebt nie auch ein Arm. Vers 7. Sieht ein Arm festgewartet, ein abgebüht, ein fast im Glauben, so als die gelehrt sind, und sieht, sei er dankbar. Sieht, sei er dankbar. Das ist, was Paulus uns anspornen hat, dankbar zu sein. Und so, wenn wir denken an undankbare Menschen, und wir denken an dankbare Menschen, und wenn wir in Kontakt kommen mit Menschen, die dankbar sind, dort geht uns Schein. Aber kommen wir in Kontakt mit Menschen, die undankbar sind und mit wem alles unzufrieden sind, was das dort an uns? Das merkt uns auch funnig viel. Das merkt uns twiebelig. Das gibt uns ein Burden an uns hart, was kann ich tun? Was soll ich tun? So, wenn ich eine Person sein, die dankbar sind, da wird andere Menschen das schein gehen, sich mit mir in die zu treffen. Aber sind eine Person, die meist immer in der ersten Welt unsere Burdens mitteilen und unsere schwere Sachen mitteilen und unzufrieden sind, dann wird der Menschen dort nicht so ein großer Sehen sein, mit uns zu sein. Und so, ich weiß, dass wir alle, die hier von der uns sind, wir gleichen dort, wenn andere Menschen gleich mit uns zu sein. Das ist natural. Das ist wieder gleich. So, und dort, in dem Sinn, dann ist ein Ding wichtig, dass wir uns eben dankbare Menschen zu sein. Paulus sagt hier, sieht sehr dankbar, nicht bloß ein bisschen. Er sagt, sieht sehr dankbar. Und was ist die Ursache, dass wir können sehr dankbar sein? Weil, dass wir einen Schatz im Himmel haben, wie Jesus. Wo alle wissen ist, wo wir nur gehen können, was uns kann abbühen, was uns kann tragweisen, was uns kann sagen, oh, hier musst du nicht gehen, das ist Arbeit, das ist Sinn. Und all das haben wir finden an diesem Schatz. Und dort ist, was uns tragweisen soll. So, der Leitfrage hat wir Lukas 12, Vers 34, wo ein Schatz ist, was ein Hort auch sein. Wo ein Schatz ist, was ein Hort auch sein. So, ans Bürgerreich, das zweite Wort, was ich hier zum Anfang sehe, ans Bürgerreich, ans Citizenship.
sagt es ist im Himmel. Ons Bürgerreich ist im Himmel. Und wir lernen aldoende dat ons Heiland und Herr Jesus Christus von dort kommen wird. Und dort weit wie, wenn er von dort kommen wird, dann kommt er uns zu holen. Frei wie uns zu tun? Wenn ich sage, uns Bürgerreich ist all im Himmel. Das meint so viel, der Platz im Himmel, der ist all für uns rein. Und dann sagt er, wir lernen noch. Ist das bei uns so? Oder ist das noch so, wir haben so viele Dinge bei ihr, wo wir festhalten, was wir gleich zu beschäftigen, was als ab immer für diesen Schatz, für das Bürgerreich würden stellen. 21. Vers sagt er, er wird durch seine Kraft, durch das er sich alles untertun merkt, an sich Körper am anderen, so dass er seinen verherrlichten Körper leugnen wollen. Das ist, was Jesus will in uns Leben tun. Er will unseren Körper, was fehlerhaft ist, was schwach ist, was verweidet ist, was er sperren kann und feilen kann, was immer alles kann. Das Körper, den will er am anderen und sagt, und der soll Jesus leugnen. Okay, wenn er dort will, dass uns Körper soll Jesus leugnen, so dann müssen wir auch gucken, wo wird Jesus? Dann ist es wichtig, dass wir wissen, wo handelt Jesus mit Menschen? Was tut er mit Menschen? Wo wir? Sind eigentlich die auch so stark, dass Jesus wir? So am wird viel kranke Menschen zugeführt. Was tut er mit denen? Weil er heilt. Er tut immer das Beste für den Kranken, was nach ihm gebracht wird. Er tut immer das Beste für den, was nach ihm gebracht wird. Dann eigentlich die das auch. Das meint nicht, dass eigentlich die wollen können improviert sein und dann wird der Kranke so gesund sein, als Jesus das tut. Dort steht in Gott sein Willen. Wenn er das will, er kann das von der noch durch mir in die tun. Aber das weiß wir nicht, als dort Gott sein Willen ist, oder als dort Gott das Beste verherrlichen wird. Aber dass danach mir in die noch abgeht, das Beste zu tun für den Kranken oder für den leidenden Mensch, was für uns gekommen ist. Wie Sie sagen, unser Bürgerreich ist nicht hier von dieser Erde. Unser Bürgerreich ist von dem Himmel. So, eigentlich sind einer, was hier so auf dieser Erde sind, und wo wir in anderen Versen lesen, ich habe den nicht abgesagt, aber das sagt, wir sind hier Vertreter auf dieser Erde für das Bürgerreich, was wir im Himmel haben. Eigentlich sind die Vertreter. Wir vertreten das Himmelreich, das Bürgerreich, was wir im Himmel haben, das wir hier auf der Erde bekannt machen in anderen Welt. Wir teilen das mit, wo uns Bürgerreich ist, wo uns Schatz ist. Das teilen wir mit, so dass andere antworten, wo uns Schatz ist. Zum ein Bürgerreich im Himmel haben, braucht das, dass wir losgekauft sind. Und das ist das nächste Wort, wo wir uns nennen lassen. Losgekauft. Von Wort losgekauft. So wir müssen losgekauft sein, dass wir können in dem Bürgerreich einen Platz haben. Jesus sagt, wo ein Schatz ist, wird uns fertig sein. Und dann in Epheser 1, Vers 7. Epheser 1, Vers 7 sagt es, durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. So hier können wir sagen, wo wir können losgekauft werden. Und von was sind wir losgekauft? Das sagt der 8. Vers. Und uns sind die Sünden vergeben durch die große Gnade, die in uns Leben nähern kann. Und uns die Augen für die Wahrheit aufmachen. Die Augen für die Wahrheit aufmachen. Dort ist durch Gott seine Gnade, dort ist, weil uns die Sünden vergeben sind. Die Sünden sind vergeben und nehmen das an. Das sagt, durch Jesus im Blut sind wir losgekauft. Wenn wir losgekauft sind, dann sind wir nicht mehr aus einer Sklave ohne Sinn fast. Da sind wir doch nicht fast, dass wir das machen tun. Weil wir in diesem Körper leben, wir können Dinge vorkommen, was nicht gut sind, was nicht reich sind. Aber wir sind da nicht fast. Wir wollen dort nicht tachlassen, wir wollen Ordnung schaffen mit dort. Was es hier sagen wird, in uns die Augen für die Wahrheit aufmachen. Wir sagen, viele Menschen, die können diese Wahrheit nicht verstehen. Die wissen nicht, was das meint.
was die Wahrheit an Jesus Christus ist. Das kann dort nicht sein. Entweder das klar vor die Augen gestellt, entweder das gesagt, sie können das nicht verstehen. Sie können das nicht sein. Aber wo kommt das, dass eigentlich das sein kann? Was ist passiert, oder was ist anders zwischen mir und die, oder für viele von denen, was das nicht sein kann? Was ist da passiert? Jesus hat uns die Sünden vergeben. Er hat uns angenommen. Wo wir können sehen, ich kann nicht. Ich kann nicht, ohne genug kann ich nicht leben. Ich kann nicht gerettet sein. Ich brauche deine Genug, was hier in diesem Vers sein wird. Weil in 8. Vers noch einmal lesen, sagt es, in uns sind die Sünden vergeben durch die große Genug, der in Jesus Christus passiert, der in uns Leben nennt kommt. Diese Genug kommt in uns Leben nennt, dort wo wir sein können. Woran das denn nicht an andere Menschen? Das ist, wie sie das nicht annehmen. Sie schieben das auf. Uns Leben ist uns wichtiger als Gott seine Genug. Viele Menschen wollen Jesus als Heiland haben. Oder alle Menschen wollen das. Aber wenig wollen ihn als ein Herr haben. Dass der Herrchen wird er uns sein wird, wo wir leben sollen. Aber die meisten Menschen wollen ihn als ein Heiland haben. Und ich wünsche, dass das nicht bei uns dort der Fall wird sein. Ja, als ein Heiland wollen wir ihn haben, aber nicht bloß dort. Wir wollen ihn auch als ein Herr haben. Dann weiten wir stellen uns zu Union, wir sind willig zu horchen und zu tun. Und dann in den einen Fall sagt es, Gott hat uns sein Geheimnis weiten lassen, dass er sich hat vergenommen, durch Jesus Christus für einen Tag zu bringen. Durch Jesus Christus für einen Tag zu bringen, ein Geheimnis, was die Welt nicht verstehen kann. 1. Korinther 1, Vers 18, da sagt es, das Wort von Kreuz als Natur hat für die, was verloren gehen, oder sam so, was das dort. Ich habe den Vers hier nicht gekriegt, aber das sagt so, was das dort, dass Jesus sein Wort, als viele Menschen, das merkt nicht, so Dummheit, aber das ladet, aber nicht für uns. Für uns ist das Leben. Für uns ist das ein Geheimnis an das, was Jesus Christus getan hat. Wir sind heran davon zu lernen. Was hast du alles man? Was hat Gott mir alles gegeben? Was kann ich alles lernen von ihm, in mein Leben zu leben? Hier in der Vers. Wenn seine bestimmte Zeit ich würde hier sein, dann wird er alles, was im Himmel und auf der Erde ist, und ja ein Kopf bringen, und dort ist Christus. So er wird das alle zu bringen, und dort ist Christus. Und Christus hat er uns im Verrät bestimmt, seine Ohren zu sein, so als er das geplant hat, und er führt alles so aus, dass er das will. So dass wir, die wir auf Christus hoffen, die erste wären, die seine Herrlichkeit loben sollen. So, das ist, wo ich noch haben will. Dass wir sind die Erste, die Jesus seine Herrlichkeit loben sollen. Und wenn ich und du den nicht loben wollen, wer wird dann? Wenn ich und du Christ sind, Christus angenommen haben, seine Kinder sind, und wir dort nicht loben wollen, wer wird dann? Das ist wichtig, dass wir das tun. Gut, der Titel ist ab. Ich habe noch ein paar Mal erwähnt, was ich gleich mitteilen. Eine Geschichte, ich wollte den Kart eins von mitteilen, was ich noch will. Das als ein bisschen Tipp stellen, aber wo wir viel können von lernen. Das sagt, wenn ein Mensch sich komisch benimmt, wenn andere wieder sagen, dass ein Mensch sich komisch benimmt, dann wundern wir, was mit den fährt, das ist ein langsamer oder was immer. Aber wenn uns das passiert, dann sagen wir, ich darf bloß die Sache gut durchdenken. Aber wenn der andere das, dann sagen wir, dass sie fühlen, oder so dort haben wir hier ein Teil Dinge an uns nehmen. So, wenn Jesus uns Herr ist, dann soll es auch in uns Leben zu sein. Und wenn andere sagen, dass es ist, dann sollen wir nicht vielleicht kritisieren. Aber wir sollen Gott fragen, was sein wollen, erst von uns Leben. Ja, danke schön, und möchte Gott uns segnen durch diese Weg.